Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Christian Sievers. Ihnen allen guten Abend. Wir beginnen mit Selbstkritik. Die internationalen Medien sind nicht besonders gut im Multitasking, wenn es um die Berichterstattung von internationalen Brennpunkten geht. Wenn sich Nachrichten überschlagen, tendieren wir dazu, einen Konflikt besonders in den Fokus zu nehmen, sodass man fast denken könnte, alle anderen Konflikte seien gelöst. Das gilt auch aktuell. Im Nahen Osten heute wieder aufatmen und bangen. Weitere Familien in Israel können ihre Liebsten in die Arme schließen, zurück aus der Hand der Hamas. In Gaza sind Abertausende auf der Suche nach dem, was noch übrig ist von ihrem bisherigen Leben, und sie finden flächendeckende Zerstörung. Wir berichten über beide Seiten selbstverständlich in dieser Sendung. Aber es gilt eben auch, im Osten nichts Neues. Der Krieg gegen die Ukraine geht jeden Tag weiter. Und er eskaliert gerade wieder mit den schlimmsten Drohnenangriffen auf Kiew, seitdem der russische Überfall begann. Und so wie in Israel heute 9 verschleppte Kinder freikamen und damit nochmal deutlich machen, wie menschenverachtend jemand ist, der Kinder als Geiseln nimmt, so wird auch das Schicksal der Ukraine besonders klar am Leid ihrer Kinder. Tim Kröger ist im Süden des Landes unterwegs. Überall in diesem Ort, dessen Namen und Standort wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen dürfen, sind die Spuren der Kämpfe zu sehen. Noch immer gibt es regelmäßig Angriffe und doch leben Kinder hier. Seit 4 Wochen haben sie diese kleine Bibliothek, ein Hoffnungsschimmer im Kriegsalltag. Hier können wir zusammenkommen. Ich lese und ich bastele hier. Ohne die Bibliothek gäbe es für die Kinder wie die 13-jährige Ivanka kaum etwas zu tun. Beide Schulen im Ort sind zerstört, das Internet läuft schlecht, Online-Unterricht ist schwierig. Natürlich langweilen sich die Kinder, aber hier organisiere ich solche Treffen und wir sprechen über verschiedene Themen. Vor allem in Ortschaften so nah an der Front sind die Auswirkungen des Krieges auf die Kinder nur schwer zu erahnen. Die Bibliothek wird durch private Spenden aus allen Teilen der Ukraine finanziert, Menschen schicken Bücher. Bald schon soll es mehr solcher Mini-Bibliotheken in anderen Dörfern geben, denn hier haben die Kinder einen Ort für soziale Kontakte. Das ist sehr wichtig, hier können sie miteinander reden, ohne das könnten sie keine Kinder sein. Es ist schwierig, online zu lernen, hier können sie kommunizieren. Das hilft den Kindern vielleicht etwas, mit den traumatischen Situationen dieses Krieges umzugehen. Erst kürzlich gab es Beschuss. Bruchteile flogen herum. Gott sei Dank, bei uns war alles in Ordnung, aber ich hatte große Angst. Ivanka gab den Impuls zur Bibliothek. Sie wollte lesen und das Leben war zu trist in ihrem Heimatort, den sie wegen der Zerstörungen kaum wiedererkennt. Er hat sich sehr verändert, wegen der Ruinen überall. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus, denn viele Leute haben ihre Häuser wieder aufgebaut. Trotz allem hat Ivanka Zukunftspläne. Sie will Psychologin oder Designerin werden. Diesen Traum lässt sie sich nicht nehmen, obwohl der Krieg schon bald 2 Jahre andauert. Was ist aus diesem Krieg geworden und was steht den Menschen in der Ukraine noch bevor? Gerade jetzt, im beginnenden Winter. Dara Hassanzadeh mit einem aktuellen Überblick. Schneesturm bei Odessa. Der Winter hat heute auch den Süden der Ukraine erreicht. Die Menschen fürchten nicht so sehr das Verkehrschaos, sondern russische Luftangriffe auf ihre Städte, auf Kraftwerke und Umspannwerke. Sie fürchten einen Winter ohne Strom und Heizung, so wie der vergangene. Das ganze Wochenende russische Drohnenangriffe auch auf die Hauptstadt Kiew. Noch reichen die Munitionsbestände der ukrainischen Flugabwehr. Noch hat Russland aber nur wenige Marschflugkörper gegen Infrastruktur eingesetzt. Alleine auf der Krim lagern mehr als 800 russische Raketen. An der Front hat die ukrainische Großoffensive keine durchbrechenden Erfolge gebracht. Allerdings konnten ukrainische Einheiten den Fluss Dnipro überqueren und Stellungen am Ostufer halten. Strategisch bedeutend, um russische Nachschublinien im Süden künftig zu unterbrechen. Schwer umkämpft ist die Stadt Awdijiwka. Im Osten, im Donbass, ist die Ukraine in der Defensive.
Ukrainische Soldaten halten die Stellungen seit Wochen gegen eine russische Übermacht. Bei den Angriffen auf die Stadt habe die russische Armee nach ukrainischen Angaben bereits über 10.000 Soldaten verloren. Doch Russland greift weiter an. Und auf ukrainischer Seite wird die Munition knapp. 1 Million Artilleriegeschosse hat die EU versprochen, aber bisher etwa nur 1/3 geliefert. Und was heißt all das für die Welt? Fragen wir Christian Mölling, Politikwissenschaftler, Fachgebiet Sicherheit und Verteidigung bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend, Herr Mölling. Hallo, guten Abend, Herr Sievers. Ist die Ukraine dabei, diesen Krieg zu verlieren? Wir haben ja von vornherein gesagt, dass alles das, was in der Ukraine passiert, gewinnen oder verlieren, ganz stark davon abhängt, was der Westen liefert oder auch nicht liefert. Also es ist auch unsere Verantwortung, die wir dort sehen, wie weit wir sie wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Aber man kann zurzeit sagen, ja, es sieht zurzeit nicht gut aus. Russland spielt auf Zeit und die Ukraine bekommt nicht das, was ihr zugesagt worden ist. Von daher ist es zurzeit so, dass man sich schon fragen muss, wie sehen wir auf das nächste halbe Jahr? Denn ganz klar ist, nach diesem Winter möchte die Ukraine gerne die nächste Offensive starten. Rüstet der Westen die Ukraine in diese Richtung aus? Es ist ja vielleicht nicht nur der nächste Winter. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee spricht von einer Pattsituation und einem, Zitat, zermürbenden Grabenkrieg, der sich über Jahre hinziehen könnte. Hat der Westen dafür die Geduld? Möglicherweise hat er das nicht. Der ukrainische Oberkommandeur hat aber auch gesagt, was man tun kann, um da rauszukommen. Ich glaube, wenn man sagt, wir haben die Geduld dafür nicht, gleichzeitig ist aber unsere Sicherheit mit der Ukraine verbunden, dann sind wir offensichtlich aber zurzeit nicht bereit in der Lage, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Also wir gucken nicht nur auf die Ukraine, wir gucken auch wie das Kaninchen vor der Schlange auf das, was in Washington passiert. Wir sehen eigentlich all die wesentlichen Ereignisse, die dazu führen, dass nicht nur die Situation der Ukraine, sondern auch unsere eigene schlechter wird. Aber die Konsequenz im Handeln, die fehlt zurzeit. Sie haben gerade Washington angesprochen, also die Frage, wie viele Hilfe aus Washington, aus den USA weiterhin Richtung Ukraine kommt. Und dann auch die Frage, ob möglicherweise Donald Trump zurückkehrt ins Weiße Haus. Warum scheint das Europa im Moment so wenig zu kümmern, als dass wir uns schon konkret darauf vorbereiten würden? Ja, ich glaube, es kümmert uns als ein Ereignis, von dem alle wissen, dass es kommt, weil es so sicher ist. Aber wir nutzen die Phase davor nicht. Man könnte Biden jetzt ja quasi unterstützen, auch dadurch, dass man eben die Ukraine nicht zu einem solchen Wahlkampfthema machen, nicht, dass es dazu kommt, dass es so ein Wahlkampfthema wird, indem die Europäer mehr Verantwortung und damit einfach mehr Last übernehmen für diesen Konflikt und die Ukraine unterstützen. Aber da zögern wir tatsächlich, zumindest ein Teil der Europäer, ein wichtiger Teil der Europäer ist sich zurzeit nicht im Klaren, was es eigentlich machen will, um die Ukraine weiter zu unterstützen, wenn die Amerikaner wegbrechen. Der Bundeskanzler hat schon vor längerer Zeit gesagt, mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln. Das sieht man aber offenbar ja nicht mehr überall so. Wird am Ende Kiew an den Verhandlungstisch gedrängt? Selbst wenn Kiew an den Verhandlungstisch gedrängt wird, ist das eben nicht das Ende. Diese Idee, glaube ich, macht sich zurzeit so hier und da in einer Ecke in Berlin breit, dass man eigentlich hofft, man müsste noch ein paar Monate aushalten, dann wäre es vorbei und dann wäre es so wie früher. Aber ich glaube, das ist der Trugschluss. Es wird nicht mehr so wie früher werden. Die Ukraine wird auch nicht bereit sein, 1 Million ihrer Menschen und Zehntausende von Kindern in russischer Gewalt zurückzulassen. Und die Frage ist, ob das, was Europa versprochen hat, entweder dass Russland nicht gewinnen darf oder aber dass sogar die Ukraine gewinnt, ob all diese Versprechungen und auch die Sicherheitsgarantien, die angesprochen worden sind, ob die irgendwas wert sind. Wir entscheiden hier, glaube ich, gerade in erheblichem Maße darüber, wie vertrauenswürdig wir eigentlich als Europa noch sind. Aber wenn es, wie Sie sagen, nicht mehr so wird wie früher und wenn es auch so, wie es aktuell läuft, ja letztlich nicht lange weitergehen kann, was bleibt denn dann noch? Wir haben noch Handlungskapazitäten. Also wenn wir davon ausgehen, dass alles das, was heute passiert oder auch nicht passiert, den Krieg in 6 Monaten beeinflusst, dann gibt es quasi eine neue Liste von all den Dingen, die die Ukraine braucht, um im nächsten Jahr eben nicht in einen Stellungskrieg zu rutschen oder dort, wenn sie dort jetzt schon ist, den weiterzuführen, sondern tatsächlich die Fähigkeit zu haben, daraus auszubrechen und weitere Erfolge zu machen. Die Frage ist, ob die Europäer sagen, ja okay, wir sind bereit, da rein zu investieren. Wir gehen auch ins Risiko. Bislang sieht es nicht so aus, als ob wir bereit sind, das Risiko einzugehen.
Ich würde gerne noch zum Schluss ganz kurz auf das ganz große Bild gucken. Ich habe heute einen Satz eines Historikers gelesen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Kriege wie diese, sagt der, und der meint damit den Ukraine-Krieg, haben Konsequenzen, die Jahrzehnte andauern. Wer diesen Krieg verliert oder gewinnt, das wird uns alle auf 10, 20 und vielleicht noch viel mehr Jahre prägen. Ist das allen bewusst? Ich habe den Eindruck, dass es nicht allen bewusst ist, vor allen Dingen nicht denjenigen, die die Entscheidungen treffen. Viel wichtiger ist aber, dass man das nicht in Jahrzehnten messen muss, sondern dass man relativ klar sagen muss, dass uns die Konsequenzen, wenn wir der Ukraine nicht helfen und damit unsere eigene Sicherheit weiterhin gefährden, dass uns diese Konsequenzen wahrscheinlich schon in 5 oder 6 Jahren ins Haus stehen werden, weil Russland sich auf der einen Seite ermutigt fühlt, dass man Erfolg haben kann mit Krieg, um seine Interessen durchzusetzen und gleichzeitig quasi die Ernte einfahren wird aus seiner angelaufenen Kriegswirtschaft und damit im Grunde genommen in der Lage sein wird, Europa weiterhin zu bedrohen. Und dann geht es nicht um die Frage, ob es einen Nuklearschlag oder eine nukleare Eskalation gegen Kiew geht, sondern um eine nukleare Eskalation, die möglicherweise dann Berlin ins Zentrum rückt. Christian Mölling, vielen Dank für Ihre Expertise heute Abend. Ich danke Ihnen. Schönen Abend. Ihnen auch wenn es keine guten Aussichten sind. Was dem russischen Präsidenten und seinem Krieg gegen die Ukraine gerade zweifellos in die Hände spielt, dass die Welt abgelenkt ist, weil sie sich mit einem weiteren Krieg beschäftigen muss. Die mediale und die politische Aufmerksamkeit liegen aktuell in Nahost, wo es heute neue Hoffnung gibt in Israel, dass weitere Geiseln aus Hamas' Hand freikommen und neues Bangen, ob die eigenen geliebten Menschen dabei sind. Und währenddessen sind in Gaza immer mehr Menschen unterwegs, um herauszufinden, was von ihrem Zuhause noch übrig ist. In vielen Fällen nichts. Luc Walport hat die aktuelle Lage. Gestern hing die Geiselvereinbarung lange in der Schwebe. Heute übergab die Terrorgruppe Hamas 17 Geiseln weitgehend ohne Verzögerung. 14 Israelis, 3 Thailänder, unter den Freigelassenen eine 84-jährige, gesundheitlich schwer angeschlagene Frau. Der Terror der Hamas auch ein zentrales Thema des Gesprächs von Bundespräsident Steinmeier mit Israels Präsident Herzog am Abend in Jerusalem. Nichts ist vergessen. Nicht die Erlebnisse derjenigen, die ihre Angehörigen verloren haben. Und wir vergessen nicht die Berichte und Bilder aus den ersten Tagen nach dem 7. Oktober, nach dem brutalen Terrorüberfall der Hamas. Zuvor hatte der Bundespräsident zusammen mit Bundestagspräsidentin Bass Angehörige deutsch-israelischer Geiseln besucht. Sie fordern Unterstützung zur Freilassung der Entführten. Das sollte die Hauptaufgabe sein, bis alle freigekommen sind. Einen solchen Augenblick schierer Freude konnte Familie Hunt gestern erleben. Die 9-jährige Emily nach 50 Tagen Geiselhaft wieder bei ihrem Vater. Die Familie dachte zunächst, sie sei unter den Todesopfern der Terrorangriffe der Hamas. Dann warteten sie wochenlang auf die ersehnte Freilassung von Emily, gestern die Erlösung. Freude und Jubel auch heute Abend im Westjordanland. In Ramallah wurden weitere 39 palästinensische Häftlinge von ihren Familien empfangen. Zuvor waren sie aus israelischen Haftanstalten entlassen worden. Kein Anlass zur Freude hingegen in Gaza-Stadt, wo Tausende von Bewohnern, die in Schutzräumen ausgeharrt hatten, die Feuerpause nutzten, um nach ihrem Haus zu schauen und Lebensmittel zu beschaffen. Annähernd jedes zweite Gebäude hier ist beschädigt oder zerstört. Wir werden den Kampf fortsetzen, das betonte Israels Regierungschef Netanyahu bei einem Truppenbesuch in Gaza. Eine Verlängerung der Feuerpause und weitere Geiselfreilassungen schloss er aber nicht aus. Es gibt einen Fahrplan, der besagt, dass man jeden weiteren Tag Feuerpause 10 weitere Geiseln befreien könnte. Das wäre ein Segen. Und auch aus Washington kommen ähnliche Signale. Das ist mein Ziel, die Feuerpause über morgen hinaus zu verlängern, damit mehr Geiseln freikommen und mehr Hilfe nach Gaza gelangt. Für die leidgeprüften Familien wäre das eine gute Nachricht. Noch ist Krieg, aber eine große Frage für die Zeit danach stellt sich bereits jetzt. Wie soll in Gaza angesichts der Zerstörung wieder Leben möglich sein? Oder anders gefragt, wer soll all das wieder aufbauen?
Das wird, wenn überhaupt, wohl nicht ohne die Vereinten Nationen gehen. Auch wenn das Verhältnis zwischen Israels Regierung und der UNO seit vielen Jahren ausgesprochen angespannt ist, um es vorsichtig zu sagen. Aktuell kann man es fast feindselig nennen. Das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, im UNO-Sprech kurz UNRWA genannt, gibt es bereits seit 1949. Die Organisation ist für Gaza ebenso lebenswichtig, wie sie in Israel misstrauisch beäugt wird. Dominik Lessmeister hat mehr dazu. Hilfe für die Palästinenser. Das leistet UNRWA. Aktuell kümmern sie sich vor allem um die Versorgung der Menschen im Gazastreifen, sorgen für Lebensmittel und Hilfstransporte. Ein eigenes Flüchtlingswerk nur für die Palästinenser. Wir haben den Auftrag, eine Grundversorgung für die Palästina-Flüchtlinge in dieser Region bereitzustellen, bis es eine gerechte und dauerhafte Lösung für den Konflikt gibt. Wir betreiben Schulen, bieten Gesundheits-, Hilfs- und Sozialdienste an. UNRWA ist eine Folge des ersten Palästinakrieges, der Niederlage der Araber und Israels Staatsgründung 1948. Die Vereinten Nationen gründen das Hilfswerk ein Jahr später für die palästinensischen Flüchtlinge im Westjordanland, im Gazastreifen, in Libanon, Syrien und Jordanien, damals rund 700.000. Regelmäßig alle 3 Jahre wurde das Mandat verlängert. Immer wieder steht das Hilfswerk in der Kritik, vor allem in Israel. Markus Scheff und seine Organisation sind darauf spezialisiert, Schulbücher in arabischen Ländern zu untersuchen. In den UNRWA-Schulen würden Bücher verwendet, die Terror verherrlichen, das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Entmenschlichung von Juden und Israelis. Juden in den Lehrbüchern sind Lügner, sie sind Betrüger. Und was ist ihr Schicksal? Die Vernichtung. Und wir sagen Jahr für Jahr in der EU, in den USA und natürlich auch der deutschen Regierung, dass Steuergelder nicht zur Finanzierung dieses Hasses verwendet werden dürfen. 2022 bekam UNRWA 1,17 Milliarden US-Dollar von den UN-Mitgliedstaaten. Die Hauptgeldgeber, die USA, mit 344 Millionen US-Dollar, gefolgt von Deutschland mit 202 Millionen und der EU mit 114 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen werden zunehmend kritisiert. So sollen mindestens 22 Lehrer des Hilfswerks das Hamas-Massaker vom 7. Oktober in Social Media bejubelt haben, so UN-Watch und Impact. Bei Schulbüchern sieht sich UNRWA nicht zuständig, sieht die Verantwortung bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Bei Lehrkräften, die sich antisemitisch äußern, ziehe man arbeitsrechtliche Konsequenzen. Mit der Hamas gebe es keine politische Zusammenarbeit, aber wenn Sie den Gazastreifen betreten, ab einem gewissen Punkt treffen Sie auf einen Hamas-Checkpoint. Das ist rein technisch. Wenn Sie rein wollen, brauchen Sie de facto eine Erlaubnis. Faktisch stellt Hamas im Gazastreifen die Zivilverwaltung und ist damit Ansprechpartner für das Hilfswerk. UNRWA hat sich als nicht in der Lage erwiesen, diese Radikalisierung zu verhindern. Sie hat zwar die Menschen alimentiert, das ist auch richtig so gewesen, aber andererseits hat sie nicht verhindern können, dass es hier sozusagen ein Brandbeschleuniger für islamistischen Terrorismus geworden ist. Eine Reform von UNRWA sei nötig, sagen viele Experten, auch wenn vor allem die humanitäre Arbeit des Hilfswerks gerade jetzt nötiger ist denn je. Die UNRWA, Verwalterin des Elends. Die meisten ihrer Beschäftigten sind aktuell selbst auf der Flucht. Und mehr als 100 ihrer Mitarbeiter wurden im aktuellen Gaza-Krieg getötet, sagt die UNO. So viele wie in keinem anderen Konflikt zuvor. Und jetzt hier bei uns ein erster Nachrichtenüberblick mit dir, Heinz. Auch rund 1,5 Wochen nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts wird weiter intensiv über Konsequenzen diskutiert. Unter anderem, ob die Schuldenbremse reformiert werden sollte. Der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Dürr sagte in der ZDF-Sendung Berlin direkt, er sei sich dessen bewusst, dass die FDP mit ihrer sehr klaren Haltung, die Schuldenbremse müsse festbleiben im Grundgesetz, eher alleine dastehe.
Wenn jetzt CDU, CSU und SPD und Grüne beispielsweise das Grundgesetz ändern würden, dann stehen nur noch wir dazwischen. Und die Schuldenbremse ist ja beliebt bei den Deutschen, weil sie sagen, der Staat muss auch Maß halten, der Staat muss auch sparen. Deswegen wundere ich mich schon über manche Äußerungen. Bei SPD und Grünen wussten wir das, aber manche Äußerungen aus der Unionsfamilie, auch von Ministerpräsidenten, die jetzt sagen, die Schuldenbremse muss man eigentlich schleifen und weich machen. Ich halte das für falsch. Nach 4 Tagen ist der Bundesparteitag der Grünen zu Ende gegangen. Zum Abschluss wurden Leitplanken für die Europawahl 2024 gesetzt. Auf Platz 1 der Kandidatenliste steht die europäische Grünen-Fraktionschefin Terry Reintke. Inhaltlich soll der Fokus auf Klimaschutz und der Transformation der Wirtschaft liegen. In der Asylpolitik bekannten sich die Delegierten trotz Streits zum Grundsatz Humanität und Ordnung. Dies schließt auch grundsätzliche Zustimmung zu den sich auf europäischer Ebene abzeichnenden Asylrechtsverschärfungen nicht aus. Arbeitgeberverbandspräsident Dulger geht davon aus, dass Deutschland wegen des Fachkräftemangels an Wohlstand einbüßen wird. Der Bild am Sonntag sagte er, Deutschland müsse wieder attraktiv werden für Fachkräfte aus dem Ausland. Man brauche eine Willkommenskultur wie in anderen großen Einwanderungsländern. Außerdem kritisierte Dulger die Klimapolitik als schädlich für den Wirtschaftsstandort. Der Fotograf Konrad R. Müller ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er sei am Samstagabend einer langen, schweren Krankheit erlegen, erklärte seine Ehefrau. Bekannt wurde Müller durch seine eindringlichen Schwarz-Weiß-Porträts aller Bundeskanzler, von Adenauer bis Scholz. Müller, von vielen Kanzlerfotograf genannt, nutzte nach eigener Aussage stets nur 2 Kameras und verzichtete auf Scheinwerfer, Stative und anderes Zubehör. Neben den Kanzlerbildern verwirklichte er als freier Fotograf zahlreiche Fotoprojekte. Ab der kommenden Woche muss sich die Welt mit sich selbst beschäftigen, mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe. Dann ist Weltklimakonferenz in Dubai. Wie dringend Ergebnisse wären, zeigen die neuesten UNO-Zahlen. Vom 1,5-Grad-Ziel sind wir weit entfernt. Die Erde steuert auf eine Erwärmung um 2,5 Grad, eher 3 Grad in den nächsten Jahrzehnten zu. Und das selbst dann, wenn alle Klimaschutzzusagen eingehalten werden. Viel zu tun, auch in einem Gebiet, das niemand wirklich auf der Rechnung hat. Der Gesundheitssektor hat ein noch größeres Klimaproblem als selbst die Flugbranche. Und das gerade weil bei Narkosen ein Stoff verwendet wird, der tausende Mal klimaschädlicher ist als CO2. Laura Barnig und Josephine Mosch. Sie sollen den Patienten schlafen lassen. Narkosegase wie Desfluran oder Sevofluran. Bei Operationen in Kliniken täglich eingesetzt, aber extrem schädlich fürs Klima. Gasnarkotika können bis zu 35% der Emissionen in einem Krankenhaus verursachen. Viel zu viel, wie Professor Scheller vom St. Josephs Hospital in Wiesbaden findet. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir mit einem Frischgasfluss von 2 Litern Narkose machen, mit einem bestimmten Narkosegas, dann entsprechen 8-stündige Narkosen einer Fahrt vom Kapstadt bis ans Nordkap. Das sind also 15.000 Kilometer Fahrt mit einem Pkw, die Sie pro Tag an Klimaschädlichkeit produzieren können. Narkosegase werden oft von Anästhesisten benutzt, weil sie gut steuerbar sind. Der Haken: der Patient atmet die Gase zum Teil wieder aus. Durch Abluftrohre werden sie nach draußen geleitet und belasten die Umwelt. Laut Bund für Umwelt- und Naturschutz sind volatile Narkosen, also Narkosegase wie Desfluran 2540 Mal, Lachgas 300 Mal klimaschädlicher als CO2. Isofluran um das 510-fache und Sevofluran 130 Mal so schädlich. Grund für die schlechte Umweltbilanz von Narkosegasen ist der enthaltene Kohlenwasserstoff. Die Moleküle würden nur langsam abgebaut, auch deshalb seien sie extrem schädlich, sagt Anästhesistin Snyder Ramos. Das ist ja ein sehr stabiles Gas, das heißt, es ist nicht nur für die Dauer der Narkose klimaschädigend, sondern eben noch viele Jahre. Desfluran verbleibt 14 Jahre in der Umwelt, Lachgas 200 und Sevofluran über 1 Jahr. Ein erster Schritt für Kliniken könnte sein, auf die umweltschädlichen Gase zu verzichten. Viele Ärzte verwenden sie dennoch bevorzugt. Die Verwendung inhalativer Narkosen ist auch historisch gewachsen. Das kommt von Chloroform- und Äthernarkosen, die wurden bis in die 60er Jahre durchgeführt. Heute haben wir die Möglichkeit,
Anästhesien auch über die Vene durchzuführen und da genauso sichere und gute Narkosen zu machen. Doch machen Narkosen, die beispielsweise über Vene oder durch örtliche Betäubung verabreicht werden, medizinisch einen Unterschied? Das sind genauso sichere Narkosen, sie sind genauso bekömmlich und sind im Preis kein Unterschied zu den volatilen Anästhetika, also den Narkosegasen, die wir sonst bisher verwendet haben. Die Abkehr von Narkosegasen beginnt erst allmählich. Solange Kliniken weiterhin Gasnarkosen einsetzen, könnten Filter mit Aktivkohle den Schaden für die Umwelt minimieren. Die Salem-Klinik in Heidelberg gehört zu den rund 30 Kliniken in Deutschland, die ihre Operationssäle bereits nachgerüstet haben. Der Filter nimmt die Narkosegase komplett auf. Und die vollen Narkosegasfilter werden dann der Firma zugeschickt und die kann daraus über ein Aufbereitungs- und Destillationsverfahren das Narkosegas wieder herauslösen und das steht dann erneut zur Verfügung, also kann wieder verwendet werden. Die Dringlichkeit für Klimaschutz müsse endlich auch im Gesundheitssektor ankommen, fordert Snyder Ramos. Ein erster Schritt dafür könnte sein, den Einsatz der klimaschädlichsten Gase ohne Filteranlagen in OP-Sälen bundesweit zu verbieten. Zum Sport an diesem Sonntag. Zuerst zur Fußball-Bundesliga und den beiden Sonntagsspielen. Die Partie Heidenheim gegen Bochum blieb ohne Tore 0:0. Mit Toren aber ebenfalls unentschieden das Spiel Hoffenheim gegen Mainz, Endstand 1:1. Union Berlin hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet, Nenad Bjelica. Der 52-Jährige stand zuletzt beim türkischen Erstligisten Trabzonspor unter Vertrag und ist in Berlin Nachfolger von Urs Fischer. Die Formel-1-Saison ist heute in Abu Dhabi mit einem weiteren Sieg von Weltmeister Max Verstappen zu Ende gegangen. Es war sein 19. Sieg im 22. Rennen. Auf Platz 2 fuhr heute Charles Leclerc, dritter wurde George Russell. Die deutschen Biathletinnen und Biathleten hatten heute beim Weltcup in Östersund einen sehr erfolgreichen Tag. Erst wurde im Einzel über 15 Kilometer Franziska Preuß mit nur 0,1 Sekunden Rückstand Zweite. Hinter der Italienerin Lisa Vitozzi und Vanessa Vogt kam auf Platz 3. Und dann feierte auch noch Roman Rees seinen ersten Weltcup-Sieg. Damit hat keiner gerechnet. Den deutschen Biathleten gelingt ein sensationeller Doppelerfolg. Roman Rees gewinnt das Einzelrennen vor seinem Teamkollegen Justus Strelo. Topfavorit Johannes Tingesbö kämpft, wird nach 2 Schießfehlern aber nur Dritter. Die 2 deutschen Athleten leisten sich in dem Rennen auf der schweren Strecke in Östersund je nur eine Strafminute. Der 30-jährige Rees feiert den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Für Strelo ist es der erste Podestplatz in einem Einzelrennen. Und dann gucken wir jetzt traditionell auf das, was kommt in der Woche vor uns. Hier ist der Heute-Journal-Ausblick von Dara Hassan-Sadeh. Am Dienstag werden sich die NATO-Außenminister in Brüssel einfinden und sich zu Beginn der Konferenz einer Frage widmen: Kommt Schweden in die NATO? Bevor es zur feierlichen Aufnahme Schwedens in das Verteidigungsbündnis kommen kann, müssen noch das ungarische und das türkische Parlament zustimmen. Diplomaten in Brüssel halten dies trotz des inzwischen erheblichen Zeitdrucks für möglich, eine weitere Verzögerung der Ratifizierungen allerdings auch. Mit oder ohne Schweden als Neumitglied, am Mittwoch wird das Treffen der NATO-Außenminister ganz im Zeichen der Ukraine stehen. Der ukrainische Außenminister Kuleba wird zu einem offiziellen Treffen des NATO-Ukraine-Rats erwartet. Die Fragen liegen auf der Hand. Was braucht die Ukraine? Was macht die Gegenoffensive und wo steht die Ukraine auf ihrem Weg in die NATO? Am Donnerstag werden viele Außenminister weiterreisen ins nordmazedonische Skopje. Dort wird es zum Schicksalsgipfel der OSZE kommen und seit langem wieder zu einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov. Russland und Belarus blockieren die OSZE mit ihren Vetos bis hin zur Handlungsunfähigkeit, sperren sich gegen Estland als neuen Vorsitz und gegen den Haushalt. Kommt es zu keiner Einigung, dann wird die OSZE de facto am Ende sein. 48 Jahre nach Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki. Und noch die Wetteraussichten zum Start in die neue Woche.
Morgen fällt viel Regen oder Schnee oft bis in tiefe Lagen. Dabei kann es glatt werden. Etwas Sonne gibt es nur an der Ostsee und am Alpenrand. Die Temperatur erreicht 0 bis 6 Grad. Die nächsten Tage werden mit -3 bis +5 Grad noch etwas kälter. Und es bleibt nass mit Regen und Schnee oft bis in die Niederungen. Im Bergland wird es hochwinterlich. Ja, das sind kühle Aussichten. Das war unsere Heute-Journal-Sonntagsausgabe. Und um 0:30 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Bis morgen, wenn Sie mögen. Aber erst von uns allen hier Ihnen einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.